Hallo meine Lieben, heute machen wir genau da weiter, wo wir im letzten Manta-Video stehen geblieben sind. Motor ist angesprungen und läuft wie ein Sack Schrauben und brüllt wie ein Löwe. Viel Spaß! Heute beginnt die Fehlersuche, warum der Motor so läuft. Ich habe von euch viele Tipps bekommen, was es sein könnte. Manche haben geschrieben Zündreihenfolge, Unterbrecherkontakt, Einspritzdüsen, Zündspulen, Zündkerzen, Zündkabel, Luftmengenmesser und so weiter. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass ich den Fehler heute finde. Let's go! Als erstes baue ich den Mültetopf ein, damit die Nachbarn nicht gleich aus dem Bett fallen, wenn wir den Motor starten. Scheller habe ich auch besorgt. Und falls sich manche fragen, warum ich nicht gleich den Endtopf mit anbaue, ich habe keinen. Den Rost vorher ein bisschen abschleifen. Schelle drauf. MSD rein. Die Auspuffgummis waren in einer von den 3 Kisten drin. Jetzt nur noch die Schelle drauf und festziehen. Ach so, was viele noch geschrieben haben, dass es ein Motorschaden ist. Das glaube ich zwar nicht, aber nichts ist unmöglich. Prüfen wir zuerst die Zündreihenfolge. Die ist 1342. Hier im Verteiler ist eine Kerbe. Und die muss mit dem ersten Zylinder übereinstimmen. Passt. Dann kommt der 3. Zylinder. Stimmt. Dann der 4. Stimmt. Und der 2. stimmt auch. Also ist die Zündreihenfolge richtig. Als nächstes schraube ich die Zündkerzen raus. Mal sehen, wie die aussehen. Die Zündkabel mache ich auch alle neu. Die liegen noch im Auto. Schaut euch mal die Kerzen an. Die sind ganz schön verrußt. Da ist so ein samtartiger, schwarzer, trockener Rußbelag drauf. Das heißt, er hat eine ungenügende Verbrennung. Mögliche Ursachen wären zum Beispiel ein zu fettes Gemisch, ein zu großer Elektrodenabstand oder ein zu hoher Wärmewert der Kerze. Was auch sein könnte bei Unterbrecherzündungen, dass der Unterbrecherkontakt falsch eingestellt ist. Aber ein defektes Zündkabel kann es auch sein. Neue Zündkerzen waren ja bei. Schrauben wir die erstmal rein. Hier sind die neuen Kerzen. Ich habe erstmal im Internet recherchiert, ob die Kerzen überhaupt für den Motor sind. Aber die passen. Und der Elektrodenabstand von 0,7 haut auch hin. Können wir einbauen. Die Zündkabel habe ich noch nicht raufgesteckt, da ja die neuen im Auto liegen. Ich hole die mal schnell und dann kommen die neuen rein.
Als nächstes prüfe ich den Unterbrecherkontakt, ob der richtig eingestellt ist. Verteilerkappe ab. Hier sitzt der Unterbrecherkontakt. Am besten noch den Verteilerfinger abnehmen, da kann man die Nocken besser sehen. Jetzt am besten den 4. Gang einlegen und das Auto so weit bewegen, bis die größte Öffnung erreicht ist. So haut's hin. Ich hole mal schnell die Fühlerlehre und dann messen wir mal. Man misst zwischen den beiden Kontaktflächen. Der eine ist auf den Amboss, der andere ist auf dem Hammer. Der Abstand muss genau 0,4 mm sein. Das sind 0,4. Den kann ich einfach reinschmeißen. Nehmen wir mal 0,5. Auch nicht viel besser. 0,6. Geht auch noch nicht stramm rein. 0,7. Geht stramm rein. Das bedeutet, dass der Abstand viel zu groß ist und müsste neu eingestellt werden. Ich habe gesehen, dass die Kontaktflächen schon eingebrannt sind. Darum besorge ich einen neuen Unterbrecher und baue den ein, wenn man schon mal bei ist. Den Kondensator hätte ich am liebsten auch gleich ausgetauscht, aber der ist lagermäßig gerade nicht lieferbar. So, hier ist der neue. Ich baue den alten schnell aus und dann gucken wir uns den mal an. Der Ausbau ist simpel. Den Stecker ab und die Schlitzschraube hier rausschrauben. So schlimm sieht es im ausgebauten Zustand gar nicht mehr aus. Man sieht zwar am Anboss, dass ein Einbrand zu sehen ist, wäre aber kein Problem gewesen. Ich glaube, dass den einer vor kurzem erneuert hat, aber den falsch eingestellt hat. Darum ist der leichte Einbrand auch zu sehen. Egal, der neue hat mich 1,77 € gekostet. Bevor man den neuen Unterbrecher einbaut, sollte man die Nockenbahn von der Verteilerwelle sauber machen und mit Heißlagerfett wieder leicht einfetten. Den neuen Unterbrecher rein. Die Schraube nur ganz leicht anziehen. Jetzt den Abstand zwischen den Kontakten auf 0,4 mm einstellen. So, mal gucken. Muss noch ein bisschen. So ist es okay. Die Schraube festziehen. Kontakt drauf. Verteilerfinger drauf. Verteilerkappe drauf. Ich würde sagen, dass wir einige Fehlerquellen beseitigt haben. Aber der größte Fehler war auf jeden Fall der falsch eingestellte Unterbrecherkontakt. Starten wir mal den Motor und schauen, wie der jetzt läuft. Alter, wie geil läuft der denn? Top. Der läuft ja hammermäßig gut. Auch nach der Kaltstartphase. Top. Nicht mal die Ventile klappern. Ich bin echt begeistert. Da haben wir aus dem brüllenden Löwen ein Miezekätzchen gemacht. Ich würde sagen, Fehler gefunden, Mission beendet.
So, das war's doch schon wieder für heute. Ich hoffe, dass euch die kleine Zeitreise in die Vergangenheit gefallen hat. Also mir hat's riesen Spaß gemacht. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Nächsten Sonntag kommt leider kein Video. Schaffe ich zeitlich nicht. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, eure Gina.